Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Madame Foganas Herzenssache. Ich bin Christine. Und ich bin Bettina. Und wir haben natürlich heute die Weihnachtsausgabe. Na, also ja, da ist man ja immer im Vorfeld schon... Weihnachten nach München! Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, let it snow. Ja, Bettina, wie verbringst du denn Weihnachten? Erzähl mal. Ich bin bei Freunden mit meinem Klaus, mit meinem Weihnachtsengel und mit meinem Santa Claus, genau. Und wir haben es uns ganz schön gemacht. Aber Weihnachten und der Dezember, weißt ja, ist bei uns ja einfach immer total viel los. Und deswegen ist es nicht ganz so besinnlich, wie ich es mir erhoffen würde. Aber ist alles gut. Es macht ja, kennst das ja, auf der anderen Seite macht es mir auch total Spaß, was wir hier alles so veranstalten Ist mit schon Madame klar, Fogana. was man so bewegt. Ja. Ja. Also wir waren jetzt gestern ganz gemütlich essen, schön mit 2 Freundinnen, die sind 2 Singlefrauen und da waren wir wunderbar essen. Und heute Mittag sind wir jetzt dann bei meinen Schwiegereltern, so ein bisschen in Family, mit meiner Schwägerin, mit ihrer Familie und so. Und dann machen wir da, also eigentlich ganz geruhsam. Genau. Ich beschäftige mich mit Spider-Man. Der Klaus ist total auf dem Spider-Man-Trip. Alles Spider-Man. Und es gibt ja da auch einen Spider-Man, der Miles Morales. Mit dem identifiziert sich der Klaus so ein bisschen und Kinder halt, ne? So, also ich bin auf dem Spider-Man Gewächshaus Bambustrip, irgendwie so. Genau. Und auf dem Minimaus-Trip, wenn ich mir deine Kopfbedeckung da so anschaue. Ja, die hatte ich ja auch vor 2 Wochen schon mit Victor an, genau. Das sind meine Weihnachtsohren, meine Weihnachts-Minimaus-Ohren. Das finde ich bin ja nicht so viel, kennst mich ja, Pling Pling und Shishi und so, bin ich ja nicht so. Genau. Aber meine Ohren, die finde ich super. Die habe ich jetzt seit 4 Wochen auf. Also 8 Jahre, dann nehme ich die runter. Aber ansonsten, genau. Das sind meine Weihnachtsohren, meine Weihnachtsschleife. So. Ja, genau. Ja, meine Lieben, also heute habe ich mir überlegt, wollt ihr vielleicht mal ein bisschen mehr über die Organisation Madame Fogana e.V. wissen. Und ich habe jetzt zuallererst mal dieses Buch mitgebracht. Das ist das Buch von Bettina, Weiße Nana. Und das ist für alle interessant, die einfach mal so ein bisschen von Grund auf wissen wollen, wie das alles genau gelaufen ist bei Bettina, wie sie dazu gekommen ist, Madame Fo zu gründen, wie das mit dem Kinderheim in Ho, von dem wir ja schon viel gehört haben, war. Und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Soweit ich weiß, gibt es jetzt nicht mehr im Nachdruck, aber es gibt sicher noch überall mal gebraucht. Also wer da Interesse hat, lest es. Es ist auch wirklich sehr interessant zu lesen, also auch nicht irgendwie langweilig oder wissenschaftlich, sondern wirklich ganz gut geschrieben. Also das wollte ich jetzt. Dank. Da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen noch, Hintergrundinfo. Und ich meine, die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich schon, dass Bettina mal als so Art soziales Jahr nach Ghana gegangen ist und da gedacht hat, oh Schreck, was sind das hier für Zustände? Da muss ich jetzt mal die Ärmel hochkrempeln und da muss ich da mal was unternehmen. Und dann hat sie ja 2007 dann Madame Fogana e.V. gegründet, einfach auch deswegen, damit die Spendenquittungen ausgestellt werden können, damit das alles auch solide Füße hat. Und jetzt einfach mal vielleicht, es ist ja nicht nur Bettina Madame Fogana, sondern noch viele ganz andere Helferlein. Wie viele Mitarbeiter hattest du denn am Anfang? Also der Victor, glaube ich, ist ja schon von Anfang an so dabei und damals auch der Emanuel. Aber wie viele sind es denn heute und wie spalten sie sich auf? In welchen Bereichen sind denn die tätig? Ja, Madame Fo bedeutet ja Freund und insofern haben wir, genau wie du es gerade gesagt hast, eben als Freunde quasi angefangen. Ich bin ja geflogen und dann war das ja nicht von mir geplant, dass ich gesagt habe, oh, ich mache eine Organisation, ne? Also am grünen Tisch geplant und jetzt ziehen wir das durch. Insofern waren es am Anfang wirklich Emanuel, Gott hab ihn selig, und Victor.
und dann natürlich als Freunde, aber nicht als offizielle Mitarbeiter angestellt, sag ich mal, meine ganzen Leute aus APU, aus dem Dorf APU. Und dann ist es ja nach und nach immer ein bisschen größer geworden, bis wir eben von 2001 nach 2007 final den Verein gegründet haben. Das hat natürlich auch so ein knappes Jahr gedauert, bis wir da alles quasi zusammen hatten und so weiter. Und unser Verein ist ja im Prinzip nicht wie ein Sportverein, sage ich jetzt mal, wo es ja drum geht, bei einem Sportverein geht es ja darum, möglichst viele Mitglieder zu haben, dass man da eben diese Manpower hat, also für eine Wettkämpfe und so. Bei uns ist es so, das sind 10, 12 Leute, möglichst wenig, weil es bei uns ja nicht um diesen Vereinszweck geht, zum Sport zu machen, sondern um eben Spenden zu sammeln. Und da haben wir von Anfang an gesagt, habe ich von Anfang an gesagt, dafür braucht man ja kein Mitglied sein, um sich als Madamfo zu fühlen, sondern mitmachen kann jeder, damit wir eben da diesen Verwaltungsaufwand nicht haben, einen Riesenverein stemmen zu müssen. Je mehr Mitglieder, umso komplizierter wird das ja auch. Und weil unsere Projekte ja in Ghana stattfinden, brauchen wir in Deutschland sozusagen keinen Verein aus diesem Grund, sondern eher, ich sag mal, wir sind eine Spendensammelorganisation, kann man ja sagen. Und sammeln und sich involvieren kann man jeder und Madamfo sein. Also das quasi für diese Seite, da streben wir es nicht an zu wachsen, sondern so klein, wie es eben rechtlich möglich ist zu bleiben. Und wenn ich mich nicht vertue, sind es 7. Also das deutsche Gesetz, Vereinsrecht sagt, man muss mindestens 7 sein und wir sind, glaube ich, jetzt 10 oder 11. Ich weiß es gar nicht so genau, weil wir eben so wenige sind. Einfach nur wirklich, um diese gesetzliche Mindestanforderung zu erfüllen und dann den Vereinszweck des Einwerben von Spenden eben mit allen möglichen Leuten zu machen, so wie mit dir jetzt zum Beispiel. Also das ist schön, dass du das fragst, weil ich immer auch gefragt werde, na in Deutschland, wie ist das? Kennt man ja auch die Tanja, die bei uns eben im Büro in Hagen alles schmeißt, ne? Die ist bei uns angestellt. Das ist unsere Mitarbeiterin für die Administration, sag ich jetzt mal, die der Dreh- und Angelpunkt eben in Deutschland ist, um alles, was ja auch rechtlich erforderlich ist. Ne? Wir brauchen eine Buchhaltung, wir brauchen eine Buchführung. Alles muss korrekt abgeheftet werden, also jetzt ja digital, aber nichtsdestotrotz. Alles muss ja belegt werden und das läuft eben bei ihr alles zusammen. Das ist die Tanja. Und dann haben wir angegliedert noch ein extra extern gewähltes Steuerberatungsbüro. Das haben wir extra nicht. Also jeder, der im Vereinsrecht sich ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass es diesen Kassenwart gibt. Den haben wir natürlich auch. Das rotiert dann bei den Vereinsmitgliedern. Aber dadurch, dass wir ja einfach mit Spendengeldern umgehen, wollten wir jemand Neutrales haben. Das habe ich immer gesagt. Natürlich muss man diese Firma bezahlen, also diese Kanzlei. Firma ist, glaube ich, das falsche Wort, Kanzlei. Aber das ist einfach wichtig, weil jemand extern einfach unsere Bücher durchguckt. Und wenn ich mir jetzt davon Lamborghini kaufen wollen würde oder das täte, dann würde das natürlich auffallen. Ne? Genau. Ja, und das müsst ihr ja machen, weil wir müssen auch einen Jahresabschluss machen und sowas müsst ihr auch alles machen. Das ist ja alles eine Steuerberatersache. Also jeder noch so kleine Laden hat ja eigentlich einen Steuerberater, der sich um diese Sachen alles kümmert, weil der Staat ja da einfach will, dass wir das alles machen und davon ja auch seinen Obolus kassiert oder auch nicht. Deswegen ist klar, dass ihr da jemand braucht. Ist logisch. Und das ist mir auch wichtig, dass es eben extern ist, dass wirklich einer von draußen drauf guckt. Ne? Genau. Dann haben wir in Deutschland eben mich und also zwischen Deutschland und Ghana hin und her springend und überall an allen Fronten unterwegs. Und dann haben wir noch die Manuela, die gemeinsam mit Claude aus Ghana, die ganzen, ich sage immer, das sind unsere Zahlenleute. Ne? Weil wir ja mit 2 verschiedenen Währungen, manchmal mit 3 oder 4 verschiedenen Währungen, je nachdem, mit wem wir arbeiten wir also mit Cedi, ghanaischen Cedi, der Währung in Ghana, dann mit Euro, das ist klar, dann mit Dollar und dann durchaus auch nochmal mit anderen Währungen, je nachdem, wo jemand einfach spendet, mit kanadischen Dollar und Rupien und wie es alles ist, ne? Ja. Das müssen auch Profis machen, weil wenn du dich da einmal bei so einem Kostenvoranschlag fürs Krankenhaus mit irgendwas vertust, weißt ja Excel-Tabelle, ne, das muss auch ein Profi machen, genau, das macht die Manuela. Alle, die jetzt den Podcast hören, unsere Kostenvoranschläge kennen, der ja bis auf den letzten Nagel
eben den Spendern zugeschickt wird. Du kennst das, ne? Wo ich auch wirklich sagen muss, da bin ich auch echt stolz drauf. Das ist was uns wirklich unterscheidet. Ne? Du kannst bei uns anrufen, wie ihr das gemacht habt, sagst so, wir brauchen mal eine Schule, Kindergarten, Krankenhaus, aber eben auch 10 Schulbänke und kriegst den Kostenvoranschlag und siehst wirklich genau, was es kostet. Und das muss auch jemand machen, der sich mit Zahlen auskennt. Das kann ja keiner nebenher machen, der da ehrenamtlich, und wenn da ein Fehler drin ist, das hat ja riesen Auswirkungen bei uns. Ne? Ja, klar. Also das sind wir. Die Manuela und der Claude, die sitzen in Deutschland oder in Ghana? Nee, die Manuela und die Tanja sitzen in Deutschland, genau, und der Claude in Ghana. Also das war jetzt quasi auch Deutschland, und dann in Deutschland natürlich noch die Tausende Ehrenamtlichen. Ne, das ist auch ganz wichtig, jetzt wo wir mal drüber sprechen, einfach zu sagen, ich habe jetzt einen Infostand gemacht im Gartencenter Menke. Jeder, der da war, genau, mit dem habe ich mich dann auch persönlich unterhalten. Und da kam zum Beispiel eine Dame, die gerade was verkauft hat, also was Persönliches aus ihrem Besitz verkauft hat und davon uns einen Teil gespendet hat. Das sind für mich alles unsere Mitarbeiter, weißt du, also auf emotionaler Ebene, ne? Denn ohne ohne die einzelnen Menschen mit ihrem Dauerauftrag von 1 Euro, mit ihrem Dauerauftrag von 2, 5, 10, 50 Euro, würde das ja gar nicht gehen. Ja, die klar. Spenden sind super, eine ganze Schule, ein ganzes Krankenhaus ist total toll. Aber eben jeder, der unsere Mission ja weiterträgt und davon erzählt, hilft. Ne? Ja, und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, da die alle zu erwähnen. Und auf diesem Wege zu Weihnachten vielen, vielen Dank, dass ihr immer an uns denkt. Und damit bist du und dein lieber Mann Helmut ja auch eingeschlossen. Und alle, die das machen, du machst das hier auch ehrenamtlich, ne, schlägst dir ständig meine wilden Zeiten um die Ohren, und der Helmut, und überall seid ihr unterwegs. Immer auf euch kann man sich verlassen, und du bist immer dabei, da kann man auch einfach mal Danke sagen. Ne? Erster Adventstag kann man mal Danke sagen. Genau, das sind eben auch unsere Mitarbeiter. Für mich klar. Ne? Also du hast jetzt quasi gesagt, du hast also die Manuela, den Claude und die Tanja in Lass uns mal in Deutschland bleiben. Das sind Manuela und Tanja. Manuela und Tanja, das sind dann 2. Und in Ghana sind es wie viele, die fest angestellt sind? Das kommt drauf an. Da gibt es auch verschiedene Kategorien. Also zum einen haben wir den Victor, der ist unser Projektleiter und CEO in Ghana, und der hat einen Stellvertreter, das ist der Sunday. Also jeder, der bei uns guckt und uns verfolgt und so, der kennt die Gesichter. Die sind immer auf Facebook, Instagram, auf der Webseite und so, die kennt ihr beide. Dann haben wir fest im Team den Claude, wie ich gerade erwähnte, der macht das ist unser Chefadministrator in Ghana. Bei dem laufen quasi alle Fäden zusammen. Alles. Aus Deutschland und auch aus Ghana. Also alles, was Tanja und Manuela haben, landet bei dem auf dem Schreibtisch. Und auch, was alle Dorfbewohner, alle Brunnen, alle Schulen, alle Krankenhäuser, you name it, das läuft bei Claude alles über seinen Schreibtisch. Der guckt dann, wer muss quasi die Aufgabe, sag ich jetzt mal, erfüllen. Ne? Also brauchen wir einen neuen Kostenvoranschlag, einen Projektbericht, geht das zu Victor und Sunday, die es dann wiederum weiter delegieren oder an unsere Buchhalter, da haben wir 2 von, die in Ghana tätig sind. Dass der John und die Caroline, die machen die ganzen Quittungen. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn man einfach mal schaut, ich sag jetzt mal, wir bauen eine Schule, 50.000 Euro, und wenn man das jetzt in Cedi umrechnet, sind wir ruckzuck bei Millionen. Und wenn du dann dir überlegst, dass eine Kiste Nägel, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ne, stimmt wahrscheinlich nicht, aber 5 Cedi kostet, nach einem so einem Projekt kommen dann unsere Projektleute im Projekt, die es umsetzen, also der Maurer, der Schreiner und so weiter, die kommen dann so mit 4 Koffern belegen an. Ne? Ist schon klar. Und das muss ja alles verbucht werden, und es muss ja alles irgendwo erfasst werden. Genau, also quasi der Controller in Ghana. Der Controller in Ghana, und der schickt es dann quasi an Manuela und Tanja. Und die kümmern sich dann darum, dass der Währungskurs, der schwankt wie die Fahne im Wind, dass der auch richtig ist. Also da merkt man schon, da ist mehr, ne? Weil wir eben halt auch alles belegen. Da kriege ich auch ab und zu einfach mal E-Mails. Und da muss man einfach sagen, das ist uns ganz wichtig. Die Leute können uns jederzeit anrufen und schreiben, was hat das gekostet und das gekostet. Und das
ist ja wirklich, ich sag mal, in den letzten, 5 bis 10 Jahren ja auch anders geworden, weil man ja jetzt alles auch selber nachrecherchieren kann. Und Ja, das klar. ist das, was uns wichtig ist. Deswegen schicken wir den Kostenvoranschlag raus. Deswegen steht da, eine Schule kostet so und so viel, eine Toilette, einen Rollstuhl oder was auch immer. Weil jeder kann heute googeln oder welchen Browser auch immer er nimmt und kann schauen, was kostet ein Sack Zement. Ja? Ja. Die Preise im Internet sind natürlich nicht die Preise vor Ort. Ja, aber es ist ja natürlich auch wichtig, dass es auch transparent ist, weil das ist ja auch immer was dann immer mal wieder, kommt es ja auch in den Medien, dass irgendwelchen Vereinen oder Organisationen vorgeworfen wird, sie wären da nicht transparent oder sie würden auch zu viel Geld für Verwaltung verbraten. Ja? Also das führt mich also gleich irgendwie zur nächsten Frage. Wie wir sind gerade aber noch nicht fertig, wir haben ja noch mehr Mitarbeiter da. Okay. Also wir brauchen ja jetzt nicht jeden vorgestellt, aber nur, dass man halt sagt, okay, für die Projektumsetzung sind es 5 und Controlling sind es 3 und so. Also das reicht ja das kann man eben nicht so sagen, weil es auf die Projekte ankommt. Wir arbeiten ja wirklich nur oder wir realisieren oder setzen ein Projekt ja nur um, wenn wir die Spendengelder auch zusammen haben, damit wir nicht diese berühmten weißen Elefanten haben, die du auch kennst, halbfertige Bauten. Ja, also kommt es drauf an, wie groß das Projekt ist. Für ein komplettes Krankenhaus brauchen wir viel mehr Maurer, als wenn wir nur eine Toilettenanlage machen. Und das muss man einfach dann auf unserer Webseite gucken. Was generell gilt, ist, jedes Projekt hat einen Projektleiter, den sogenannten Vormann, also Vorarbeiter. Ja? Der alle kontrolliert. Alle Schreiner, alle Maurer, alle Klempner und so weiter. Und davon haben wir dann je nach Baustelle, je nach Größe. Deswegen kann ich dir diese Frage pauschal nicht beantworten. Im Büro, die Leute sind immer da, weil wir ja 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten. Das Gleiche gilt fürs ganze Jahr. Wir stoppen ja nicht, wir machen immer weiter, weil die Leute uns brauchen. Die sind also immer da und wer immer da ist, sind die Mitarbeiter im Kinderheim. Ja, ist klar. Da haben wir ja die Happy, das ist die Kinderheimleitung. Die kennen wir und ja schon, den Stellvertreter, den Alex, die kennt ihr auch alle ja aus unserem Podcast und von der Webseite und so. Und dann haben wir die Hausväter und Mütter, die sich einfach um die Kinder kümmern. Und die Köchin und den Assistenzkoch, die beiden, mit denen ich mal dieses super tolle Reel gemacht habe, wie man das Öl herstellt, was durch die Decke gegangen ist, Palmöl. Das hat euch alle unheimlich interessiert, wie das wirklich, wie man aus dieser Palmnuss wirklich das Öl macht. Die sind immer da. Und dann die Reinigungsleute für das Kinderheim, die einfach da sauber machen, wobei die Kinder natürlich damit eine Verantwortung einfach auch haben, so wie das bei uns zu Hause auch ist. Dass sie da mithelfen müssen. Ja. Genau. Also nochmal zusammengefasst, die zwei in Deutschland und dann das Büro, die Verwaltung in Ghana, wo die Fäden zusammenlaufen und dann je nach Projekt. Wobei die Mitarbeiter in den Projekten immer in dem Projekt und in der Projektplanung mit aufgenommen werden. Weil das ist ja eine Sache, auf die ich auch ganz ehrlich sagen muss, sehr stolz bin. Wir arbeiten ja nur mit Einheimischen. Ja, genau. Das heißt, jeder Maurer, dem wir einen Job geben, das ist das Beste, was wir machen können. Ja, jeder Klempner, alle, die arbeiten können und so weiter, kriegen eine Arbeit, verdienen ihr eigenes Geld. Das ist ja auch das, wo wir immer, auch in Deutschland sagen, wir müssen Arbeitsplätze herstellen. Das ist ja, unsere Regierung in Deutschland sagt das ja auch. Und das ist ja auch für jeden, denke ich, absolut nachvollziehbar. Und deswegen ist ja auch so meins immer, wo ich zu dir auch immer sage, Unternehmer sind eigentlich die besten Entwicklungshelfer. Ja? Weil, und die Leute, die du fürs Projekt immer so hast, je nach Projekt, werden die dann immer für das jeweilige Projekt auch angestellt oder sind das von vornherein so Selbstständige, die du einfach auf Rechnung bezahlst? Nein, wir haben für jedes Projekt eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern und dadurch, dass wir eigentlich dass wir durcharbeiten, sind die quasi immer dabei. Aber die kriegen sozusagen pro Projekt oder pro Aufgabe. Aufgabe, also eine Schulbank herzustellen. Du streichst die Grundschule. Was bekommst du dafür? Du besorgst 20 Kästen Nägel. Was bekommst du dafür? So machen wir das. Und so wird das auch in den ganzen Kostenvoranschlägen immer
dargestellt. Da sieht man, was kostet der Schreiner, was kostet der Maurer und so weiter. Genau. Pro Projekt. Und du hast ja gesagt, die sind alle so, also überwiegend sind sie ja Ghana, ja, also aus dem eigenen Land. Claude hört sich jetzt gar nicht so ghanaisch an. Gibt es auch noch andere Nationalitäten bei euch? Der Claude ist aus Afrika, der kommt aus Ruanda. Den hat seine bewegte Lebensgeschichte über die Elfenbeinküste nach Deutschland geführt. Der Claude spricht perfekt Deutsch und Englisch und Französisch. Und den habe ich aus Deutschland zurück abgeworben, quasi nach Hause, nach Afrika zu kommen. Genau, der kommt gebürtig aus Ruanda, ist aber Deutscher mittlerweile, also was heißt mittlerweile? Schon ewig. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Genau, und dann ich als Deutsche mit einem halb ghanaischen Pass, sage ich jetzt mal. Ja. Und ansonsten kommen unsere Mitarbeiter aus Ghana, ja. Tatsächlich, okay. Wir haben sicherlich, also ich muss gestehen, dass bei der Größe, die wir teilweise machen, ich jetzt nicht weiß, ob der Victor vielleicht mal irgendeine Maurer aus Burkina Faso oder so hat. Ja, das ist schon klar. Aber ich sag mal, alles bei uns um die Ecke. So, damit die Wertschöpfung wirklich bei uns in Ghana vor Ort bleibt. So wie wir es ja auch immer sagen und immer dafür Werbung machen, dass wir uns mit den eigenen Leuten um die eigenen Leute kümmern. Damit sie ihr Land aufbauen. Und was jetzt die Aufgaben für die Projekte angeht, da sind es ja wahrscheinlich überwiegend Handwerker, die du brauchst, oder? Nicht unbedingt. Wir haben auch Sozialarbeiter, Krankenschwestern, Hebammen. Stimmt. Für die Projekte, ja, stimmt. Genau, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wenn du da diese Outreach-Projekte machst und so, die Beratung für Schwangere und so. Genau, dann haben wir auch Fahrer. Wir brauchen auch mal, wenn die Krankenschwester durch die Gegend gefahren wird, dass die auf dem Moped hinten drauf sitzt oder so. Wobei bei uns die größeren Infrastrukturprojekte wie Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten werden ja an die ghanaische Regierung übergeben, mit der wir in Partnerschaft zusammenarbeiten. Dadurch, dass wir eben in Ghana auch als Organisation registriert sind, sind wir ein offizieller Rechtspartner. Und dafür brauchen wir keine Spendengelder, denn das bezahlt der ghanaische Staat. Die Lehrer und so. Da helfen wir dann manchmal mit, wenn wir einfach so ein extra, wie du gerade schon gesagt hast, nochmal so ein Hebammenprojekt machen oder Schulungen machen oder jetzt sind wir gerade in der Planung, da kann ich noch nicht, weil wir quasi noch nichts, ich sag mal, unterschrieben haben, mit einer großen deutschen Stiftung unser Gewächshausprojekt vorantreiben und da sind wir gerade in der Entwicklung eines Projektes, wo wir Bildung in die Schulen bringen wollen über Ernährung. Weil da ist unheimlich großer Wissensbedarf. Also einfach, ich sag's mal salopp, übers Essen. Was ist da drin? Was ist wichtig? Weil auch hier also wie wir das überall auf der Welt haben, zu viel Zucker, zu viel Quatsch. Das gibt's. Ne? Ja, okay. Und da entwickeln wir gerade ein richtig großes Projekt. Und wenn wir das machen, wovor ich ganz fest davon ausgehe, werden wir hunderte Schulen pro Jahr besuchen und eine Unterrichtseinheit implementieren über Ernährung in Verbindung mit Anpflanzen von Nahrung, also Gewächshäusern und so weiter. Und mein Ziel ist es dann im letzten Schritt, das ghanaische nationale Curriculum aufnehmen zu lassen. Eben durch die Kontakte, die wir zur Regierung und so haben. Da ist einfach, ich nenne es jetzt mal Wissenstransfer. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, wie bei deinen Bildungsprojekten. Ne? Ja, klar. Das alles kostet natürlich auch Geld. Damit kommen wir zum Wichtigsten von Madame Ghana, zu den Spenden. Wie viel Spendenaufkommen hast du denn so im Jahr? Dass man sagt, also das wird auch wahrscheinlich jedes Jahr ein bisschen variieren. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Ja. Aber nur, dass wir wissen, worüber sprechen wir denn? Wie viel kommt denn da im Jahr rein, wo du sagst, damit kann ich dann meine Projekte gestalten? Genau. Ungefähr plus minus 1 Million Euro sind das im Jahr. Victor und ich, wir sagen immer, wenn wir das Doppelte hätten, dann könnten wir wirklich alle Projekte, die bei uns ja auf dem Schreibtisch landen und die wichtig sind. Ich rede jetzt nur von denen, wo wir geguckt haben, macht es Sinn, ist dann Mehrwert, kümmern sich die Leute und so weiter, dann damit wäre uns geholfen. Also wir sagen immer, wenn wir so 2 Millionen Euro im Jahr hätten, damit, ich sag's mal salopp, könnte ich ganz Ghana retten. Das ist ein bisschen übertrieben, aber eigentlich auch nicht,
weil dadurch, dass wir eben so gut vor Ort vernetzt sind, können wir unheimlich viel mit einem Euro machen. Wir machen nicht nur eine Sache damit, sondern mit einem Euro machen wir 3, 4 Sachen, weil einfach ganz viele Leute was davon haben. Ne? Je nach Projekt natürlich. Jetzt hast du also gesagt, okay, wenn wir zum einen das Geld hätten, aber zum anderen bräuchtest du, glaube ich, auch Personal noch vor Ort, hast du mir erzählt. Wen genau suchst du denn dafür vor Ort? Genau, wir suchen immer gute Mitarbeiter. Das ist wie in Deutschland. Gute Mitarbeiter sind überall, werden die gesucht. Wir haben aktuell eben das neue Bambus-Projekt, wo wir ja auch einen Podcast drüber gemacht haben, wir beiden. Ja. Da sind wir auf der Suche natürlich ganz dringend nach Spenden, aber eben auch nach Expertise. Also ich habe schon das ein oder andere Gespräch auch geführt hier in Deutschland, also hier in Deutschland, weil ich jetzt mit dir spreche, hier in Deutschland, aber da suchen wir in Ghana einen Projektleiter, der mir fällt jetzt nur das englische Wort, den Workshop, also die Produktionsherstellungshalle unter sich haben würde, denn da geht es auch um Maschinen und da ist natürlich Sicherheit. Das muss ich dir nicht sagen. Ihr seid selber mit Holz, also du und dein lieber Helmut seid eher Profis. Da suchen wir jemanden, der eben diese Bambusproduktionsstraße leiten würde. Und dann suche ich jemanden für dieses Farmprojekt, also Grow Ghana, unsere Grow Ghana-Initiative. Jemanden, der Profi ist, was Gewächshäuser angeht. Ne? Denn wir machen ja ganz viel, was innovativ und was neu ist und was sonst noch keiner macht. Es wird natürlich einfach auch, das sehe ich auch immer mehr im Internet kommuniziert und da machen sie dies und da machen sie das. Und wenn du dann dem wirklich nachgehst und auf den Zahn fühlst, dann siehst du, das gibt es gar nicht. Ja? Also das Internet und Social Media möchte ich auf diesem Wege alle warnen. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Und zum Beispiel wird immer gesagt, in Ghana, wir recyceln. Nee, wir recyceln nicht. Da gibt es gute Ansätze, aber wir sind ganz weit davon entfernt, hier auf einem hohen Maßstab, der nötig wäre, zu recyceln. Da gibt es die ein oder andere Initiative, absolut. Aber wir können nicht sagen, wir recyceln in Ghana. Ja, ich habe gestern erst ein Video gesehen. Da haben sie gesagt, ja, wir recyceln in Ghana. Und was war das Recyceln? Die haben alles Plastik in eine Schubkarre geschmissen und haben es angezündet. Ja, gut. Und dann haben sie ganz doll drunter geschrieben, ne? Und das ist eine Seite, die hat irgendwie 200.000 Follower oder so. Und die schreien alle, ist ja super. Und dann habe ich gepostet, Leute, wisst ihr eigentlich, wie giftig das ist, wenn man Plastik verbrennt? Ja, klar. Und die Leute, die das gerade verbrennen, atmen das ein. Also hier ist ganz viel Bedarf an Wissen, weil es abzubrennen, damit es nicht das Argument... Aber jetzt mal, Moment, jetzt sind wir ja ganz auf einer anderen Schiene. Also wir wollten ja jetzt nochmal zu dem Personal. Du suchst jemanden, der diese Produktionsstraße dann leitet. Oder jemand fürs Farming, also ich sag mal jetzt Gewächshaus, Gärtner, so jemand. Ja, aber das sollte dann möglichst auch wieder jemand aus Ghana sein oder würdest du auch jemand aus Deutschland einstellen wollen für diese Aufgaben? Der dann natürlich schon in Ghana leben müsste, ist ja klar. Ja, aber klar, also die Projekte finden hier vor Ort statt, der oder die müsste schon hierher kommen. Was diese beiden Projekte angeht, kann man nämlich total gut Wissenstransfer machen. Also du kannst natürlich auch jetzt sag ich mal woanders herkommen, muss ja nicht Deutschland sein, es kann auch irgendwo anders auf diesem Planeten her sein. Mit Außerirdischen weiß ich nicht so genau, die verstehen wir vielleicht nicht so gut, aber das kann schon auch jemand von woanders sein, der uns dann anlernt, uns das beibringt, also uns hier, unseren Leuten, unseren Mitarbeitern, Menschen, die sich dafür interessieren. Und wenn wir das Know-how nicht haben, das kann ich mir sehr gut vorstellen, natürlich. Wichtig ist es mir dabei, dass wir es eben auf eigene Füße stellen. Nicht, dass wir uns nicht abhängig machen. Insofern, hast du absolut recht. Wenn sich da jemand angesprochen fühlt, klar, absolut. Das kann man natürlich machen. Okay. Gut, es lebt natürlich Madame Fogana von Spendern und Sponsoren und dann gibt's ja größere Sponsoren, also wir haben ja Familie Menke schon kennengelernt mit ihrem Gartencenter, der AC Schröder unterstützt dich ja auch massiv und so und es gibt ja auch ganz viele kleine, wie du schon erwähnt hast, die da 1 Euro, 2 Euro oder einen Monatsauftrag mit 50 Euro oder die eine Patenschaft für ein Kind in Ho übernommen haben oder so. Wie schwierig ist es denn für dich,
Spenden zu generieren oder zu sagen, ja, weil wie du ja gesagt hast, wir könnten mit 2 Millionen noch mehr erreichen. Also bist du ja immer am Trommeln, dass du Geld einsammelst. Und jetzt man ist ja immer, alles wird teurer und meine Miete und ich muss wie schwierig ist es dann, neue Spender zu akquirieren oder bestehende zu behalten? Das könnten wahrscheinlich die Spender selber besser beantworten. Ich muss sagen, dass wir einen sehr großen bestehenden Pool haben, weil eben, sage ich mal, gerade nach Covid viele Leute auf uns zugekommen sind, die eben gesehen haben, dass wir vor Ort sind und bleiben und da sind. Und das war den Menschen, den Spendern, unseren Unterstützern total wichtig, dass das Ganze langfristig auf solide Füße gestellt wird und nicht nur so ein weißer Elefant ist. Ne? Sagt man hier, White Elephant, das ist einfach so ein bisschen mit der Gießkanne rumgemacht und dann machen wir 3 Fotos für Instagram und dann hat sich das erledigt. Was mir auffällt, immer mehr in den letzten Jahren, die Leute haben eine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne. Das ist, glaube ich, der Fluch unserer Zeit. Das geht nicht nur mir so, das geht auch allen anderen so. In jedem Bereich des Lebens, ne, wenn du dir, ich rede halt vom Leben, ne, habe ich neulich vom Deutschen Buchhandel gelesen, dass die Leute eben keine Bücher mehr lesen, weil es zu lange dauert. Ne? Die lassen sich das dann von ChatGPT zusammenfassen. Also dieses Phänomen, sag ich jetzt mal. Bei mir ist es so, ich würde es so einschätzen, wenn sich jemand ein bisschen Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, was wir tun und wie wir es tun, dann haben wir die Leute bei uns und die unterstützen uns. Und das kann ich stelle manchmal so ein bisschen, wird mir häufiger jetzt gesagt, unser Licht einfach so ein bisschen unter den Scheffel. Was wir machen, kann ich mit Stolz sagen, ist außergewöhnlich. Wenn du dir anguckst, wie wenige wir sind, in allen Regionen Ghanas arbeiten wir, in jedem Bundesland, wenn man es übersetzen will, in fast jedem Distrikt. Mit wirklich wenig Leuten setzen wir alles um. Wir machen nicht nur also normalerweise macht ja so ein Verein, das ist unser Kinderheim und um dieses Kinderheim kümmern wir uns. Ja. Wir haben Hunderte von Projekten, Hunderte. Und das haben wir nicht hinbekommen, weil wir heute und morgen mal da waren und dann wieder weg waren, sondern es ist etwas, wo du dich einfach für engagierst. Ich meine damit nicht, dass es ständig eine neue Finanzspritze braucht, damit es überlebt. Ganz im Gegenteil. Aber weil wir eben vor Ort sind und da sind und wenn sich dann die Leute, die Spender, die uns verfolgen im positiven Sinne, sich damit auseinandersetzen, dann merken die, wow, da steckt so viel mehr hinter. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Und ich persönlich, für mich, mache das seit einer ganzen Weile sehr bewusst. Ich entschleunige total. Mir ist das alles zu viel und zu hektisch. Wenn ich dann von unseren Marketingleuten gesagt kriege, die uns ja auch unterstützen und sagen, Bettina, nein, dein Reel ist wieder zu lang. Ja, mein Reel ist 10 Sekunden. Ja, dann das sage ich jetzt einfach so, wie es ist, dann sage ich dann, gut, dann sollen die es halt einfach weiterwischen. Ja, weil es gibt einfach komplexe Zusammenhänge, die kann ich nicht in 3 Sekunden auseinandersetzen und ganz ehrlich will ich nicht. Will ich nicht. Ja, es gehört Respekt, einander annehmen und sich miteinander auch ein bisschen beschäftigen dazu. Ich freue mich und bin total dankbar über jede Spende. Aber weil ich 10 Sekunden mache, weitergewischt werde, dann, I'm sorry, dann so sei es einfach. Ja. Unterstützt dich denn eigentlich jemand bei der Spendenakquise? Also gut, bei mir ist es ja auch so, ich war jetzt schon in Ghana, natürlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch Leute, die, weil sie ja mich wieder kennen und wissen, ich war schon da und habe gewusst, es wird alles transparent dargestellt und so weiter und wie ihr das macht, das finden die toll. Also, aber gibt es jetzt noch jemand, wo du sagst, ja, der ist auch besonders in der Akquise oder der hilft mir da oder? Ganz viele und da will ich jetzt auch gar keinen Namen nennen, damit ich niemanden vergesse. Du hast jetzt schon, es gibt natürlich diese Menschen, die sich mit uns verbunden haben und die mittlerweile Freunde sind. Du gehörst da ganz klar zu, ja, nicht ganz klar, total dazu, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja, klar. Aber ich sag mal, davon gibt's noch 20, 30 andere, die immer da sind, die als erster einen Beitrag liken, die als erstes kommentieren, die als erstes teilen.
die ich immer anschreiben kann. Ja, wir haben eine Datenbank von Leuten, wo ich weiß, oh, ich brauche da ganz dringend 500 € für dieses Kind. Ich weiß, die kann ich anschreiben und die helfen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele von. Und das ist das, was ich gerade vor 5 Minuten gesagt habe. Das sind die sich ein bisschen damit auseinandersetzen und die nicht bei irgendeiner großen Organisation zu Weihnachten 50 € mal spenden wollen. Also kritisieren, das meine ich nicht negativ, aber die einfach für sich nochmal was anderes suchen. Und ich glaube, das ist einfach unsere totale Stärke. Dass wir das war ja auch bei uns ein Argument damals, als wir uns für den Kindergarten dann und in der Folge für andere Projekte, weil wir gesehen haben, also da kriege ich diesen Kostenvoranschlag, da sehe ich das, dann habe ich Fotos bekommen, wie war der Baufortschritt, ja, dann habe ich mich ja vor Ort auch vergewissern können, wie das alles abläuft, und wenn man sich damit dann auseinandergesetzt hat und sieht, aha, da kommt ja mein Geld wirklich auch an und das wird auch wirklich nachhaltig und richtig umgesetzt, dann ist man ja länger Fan von Madamfo, sage ich mal, und spendet halt dann auch immer wieder. Ja. Und klar. Was ich auch vielleicht da die Gelegenheit nutzen möchte, weil du sagst, wer macht da alles mit? Ich meine, wie gesagt, ich will uns nicht mit anderen vergleichen oder so, aber bei uns ist es halt so und jeder kann sich ja überlegen, ob er das woanders auch schon so bekommen hat. Wir sind jetzt ja wirklich nicht mini klein, ja, also bei all dem, was wir tun, das kann man ja auf unserer Webseite auch wirklich sehen. Nichtsdestotrotz kannst du trotzdem die Tanja anrufen und die hat einen direkten Draht zu demjenigen, der das wirklich durchführt. Deine Schule, dein Krankenhaus, dein Kindergarten, die Spende hierfür oder dafür. Und da sage ich einfach ein großes Fragezeichen. Wo ist das so? In unserer Größe. Ja, weil ja heutzutage ist es ja fast überall, wenn du irgendwo anrufst, dann heißt es ja, wenn Sie eine Frage zu einem Projekt haben, drücken Sie die 1. Wenn Sie eine Frage zu Ihrer Spende haben, drücken Sie die 2. Und das ist jetzt da nicht so, sondern da rufe ich einfach an und da ist dann die Tanja dran. Genau. Ja. Oder gegebenenfalls ich dann. Oder sogar Viktor, weil wir eben auch diese Verbindung haben. Und das ist was, wo ich einfach weiß, das ist außergewöhnlich. In der Größe, in der wir es machen. Wir sind halt nicht ein kleiner Verein, der nur das meine ich, das ist alles gut. Aber wir haben halt nicht nur eine Schule oder nur ein Krankenhaus, was wir unterstützen. Wir haben Hunderte. Und sind trotzdem ansprechbar. Und das ist was, ganz ehrlich, sage ich dir auch, diese Weihnachten sind wir total stolz drauf. Wirklich. Und das zeichnet uns aus und das macht uns besonders. Was jetzt den Verwaltungsaufwand, also wenn ich jetzt sage, ich spende 100 €, man hat ja doch einen Verwaltungsaufwand, ja, weil ich meine, der Klot muss bezahlt werden und so weiter und so zu. Und den würde ich gar nicht als Verwaltungsaufwand sehen. Das muss ich aber so das ist einfach der Verwaltungsaufwand. Andere machen noch Werbung und was weiß ich. Und soweit ich jetzt weiß, sind 30% von einer Spende kann man gesetzlich einfach nehmen für diesen Verwaltungsaufwand. Der ist ja bei Madamfo viel geringer. Wie hoch ist er denn bei Madamfo? Also wie viel von meinen 100 € würden auf Verwaltung entfallen oder Administration oder wie immer du das nennen magst? Wir haben bei uns in unseren ganzen Kostenvoranschlägen, mit denen wir ja alles machen, sind es immer 10%, die wir veranschlagen. Und da liegen wir häufig drunter und manchmal drüber. Das kommt einfach immer drauf an, was dir jetzt zwischen die Beine grätscht. Und bei uns hängt ganz viel an der Tauschrate. Ja, ist klar. Wenn ich dir für 50.000 € einen Kostenvoranschlag mache und die 10% kalkuliere, die in diesem Fall zum Beispiel für den Projektbericht draufgehen, deswegen, ich bin völlig bei dir. Es geht um ich nenne es eigentlich lieber Nebenkosten. Ja. Und da muss man sich eigentlich aber fragen, und da hast du mir eine schöne Tür aufgemacht, jetzt hier, wo sich auch vielleicht jeder einfach mal Gedanken drüber machen kann. Du hast natürlich diese Kosten, das ist klar. Die Frage ist ja, für mich als jemand, der das hier vor Ort durchführt, wofür wird es verwendet? Kein Spender wäre jetzt happy, und da zähle ich dich jetzt einfach aber auch zu, wenn du keine Fotos kriegst, keinen Bericht, weil wir sagen, nee, dafür können wir jetzt kein Geld ausgeben. Also müssen wir das Geld dafür ausgeben. Also sind es Verwaltung. Ja, aber dann stattdessen, da kriege ich keinen Bericht, aber stattdessen sehe ich dann vor den Nachrichten eine teure Werbung im Fernsehen. Ja, wo ich mir dann sage, aha, diese 15 Sekunden im Fernsehen, die kosten 100.000 € oder was, keine Ahnung, also auf jeden Fall ist es nicht billig, aber
Ja, wo ist Und da? das Dumme ist, die bräuchten wahrscheinlich gar nicht so eine Werbung, weil die jeder kennt. Ja. Die kennt ja jeder, die ganzen Runden, ne? Ja. Mir ist es wichtig, dass wir das Geld, wo wir uns mit dem Spender drauf geeinigt haben, für dieses Projekt verwendet wird. Und das kann man eben durch das, was wir dann liefern, nachvollziehen. Und da muss man sich heute einfach fragen, und da bin ich absolut bei dir, wofür wird es denn wirklich ausgegeben? Ja? Wenn ich die todkranke Mutter mit ihrem Neugeborenen oder umgekehrt, die Mutter mit ihrem todkranken Neugeborenen in ein Taxi setzen muss, damit die nicht 40 Kilometer zu Fuß geht, um zum Krankenhaus zu kommen. Da stelle ich jetzt die Frage in den Raum, sind das Verwaltungskosten oder nicht? Für mich nein, absolut nicht. Sonst wäre die Frau und das Kind tot. Punkt. Ja, klar. Ende Gelände. Ja. Und das ist das, was mir wichtig ist, wo man zwischen den Zeilen gucken muss und wo man schauen muss. Es gibt ja zum Beispiel Organisationen, die machen eine super Arbeit, indem sie Aufklärung leisten. Gibt's auch hier. Gibt Organisationen, die sich komplett auf Aufklärung spezialisiert haben, weil sie da das Know-how haben, zum Beispiel für Schwangere. Ne? Also die sind alles um Geburt. Deren ganze Existenz ist, Hebammen rumzuschicken. Wir haben so ein Projekt auch, du kennst das, unser Maternity-Programm, aber das ist nur eins unserer Programme. Die schicken Hebammen rum, die zeigen, wie wird verhütet, wie kann man das machen und so weiter und so weiter. Jetzt ist deren Job, rumzufahren und Leute aufzuklären. Sind das jetzt alles Verwaltungskosten? Ja, klar. Nein! Ja. Weil die machen genau das, weswegen Leute nicht sterben und vielleicht dann auch nicht 20 Kinder haben. Ne? Ja. Da muss man dieses ganze Feld, worum es eigentlich geht. Ich denke, das sollte man bei allem, was man unterstützt. Ich unterstütze auch andere Organisationen. Ne? Kennst mich ja, ich habe ja so ein Herz für Tiere. Ne? Wir unterstützen Orang-Utan und einen Gorilla. Seit 30 Jahren oder so, keine Ahnung, Ewigkeiten. Das ist schon wahrscheinlich nicht mehr derselbe Gorilla. Und da stelle ich mir dann auch die Frage, wofür benutzen die das denn? Ist es nur, damit der was isst? Ja. Oder bitte auch der Ranger einfach von unterstützt, der ihn einfach beschützen muss, weil er sonst abgeknallt wird? Ja. Ne? Aber so wie man es halt so rechtlich oder buchhalterisch sehen würde, wären halt alles diese Verwaltungskosten, nenne ich es jetzt einfach mal, das wären quasi die Personalkosten für alle, die du anstellst, ja, für irgendeinen Job, egal, ob jetzt projektbezogen oder dauerhaft, wie jetzt Tanja, Porto, das für den Versand von Spendenquittungen gebraucht wird, die Homepage, Pflege, also solche Geschichten, was jetzt quasi gar nicht unmittelbar mit einer Person oder mit einem Projekt zugeordnet werden kann, aber einfach, damit der ganze Laden läuft, trotzdem nötig ist. Ja, klar. Und das schwankt natürlich auch jedes Jahr, weil es ja davon abhängig ist, wie viel Spendengelder du auch reinkriegst. Ne? Ja, klar. Aufwand bleibt der gleiche, ob du 1 Million kriegst oder 800.000 Euro. Ja, klar. Du kannst ja nicht auf einmal sagen, oh, wir stoppen die Webseite. Ja, so, klar. Ne? Das ist ein ganz interessantes Thema, da bin ich dir auch bei dir und da nutze ich auch die Gelegenheit. Man kann ja unseren Jahresabschluss, damit man die Zahlen vor Augen hat, also damit man das schwarz auf weiß sehen kann, der ja eben erstellt wird, haben wir ganz am Anfang gesagt, von dieser externen, von der externen Kanzlei. Ja. Genau, den kann man bei uns auch anfordern. Also jeder, der den haben will und genau wissen will, 43,37 € kann das auf diesem Wege, wollte ich das nochmal kundtun, steht auch auf unserer Webseite, aber man überliest ja Sachen auch einfach schon mal. Genau, den kann jeder anfordern und sich dann ein eigenes Bild auch dafür machen. Ne? Ja. Oder zum Beispiel auf unserer Seite auch gucken, wo die Testimonials sind. Wo die Leute, die schon hier waren, sich's angeguckt haben. Ne? Ganz genau sagen können, was hier los ist und was sie vor Ort gesehen haben und wie hier umgegangen wird mit den Sachen und so. Das sind, denke ich, auch ganz gute Maßstäbe, die man für sowas anlegen kann. Ja gut, ihr Lieben, also ich denke, jetzt habt ihr wieder mal umfassende Informationen bekommen über Madame Fogana e.V., wie das hier funktioniert, was mit dem Geld gemacht wird, wie sie es verbraten oder auch nicht. Und wir natürlich freuen uns immer über jeden Euro, der gespendet wird. Und wir wünschen euch jetzt einfach noch ein ganz tolles, friedliches Weihnachtsfest und für die zwischen den Jahren einfach eine erholsame Zeit und dann einen guten Rutsch in ein tolles 2026.
Dem kann ich mich nur anschließen. Genau, das finde ich ganz lieb. Wünsche dir auch noch eine schöne Weihnachtsfeiertage an alle da draußen. Nutze ich diese letzte Woche, möchte ich mich nochmal bei allen ganz herzlich für alles bedanken, was ihr für uns tut. Jede E-Mail, die ankommt, wird von uns beantwortet. Da gibt es keinen Anrufbeantworter. Wir geben uns die größte Mühe, so schnell immer für euch da zu sein, wie es geht. Und wir danken euch für eure Unterstützung. Für alles, was wir erwähnt haben jetzt hier im Podcast, findet ihr unten in den Shownotes die Links zu den Projekten und auch zu den Seiten, die wir erwähnt haben. Folgt uns bitte, liked diesen Podcast, teilt ihn. Jetzt über die Weihnachtstage hat man ja vielleicht Zeit, mal reinzuhören. Und ja, Christine? Alles gut. Ich wollte nur einfach, Tschüss sagen. Ich bin ja noch nicht fertig. Genau. Ja? Schreibt uns bitte eine E-Mail, wenn ihr möchtet. Ich habe jetzt schon ein paar Wünsche auch über Instagram und Facebook bekommen fürs neue Jahr, wo wir mal einen Podcast machen sollen. Schreibt uns gerne unter podcast@madamfo-ghana.de und teilt unseren Podcast fleißig. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Nachmittag oder was auch immer ihr jetzt noch macht. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.